Du hast gesagt, dass wir diesen Kampf gegen die Clankriminalität gar nicht gewinnen können. Ich war Beauftragter für Jugendkriminalität. Da gab es die Vorläufer der heutigen Clankriminalität, schon so bandenähnliche Delikte. Hannover-Linden, spannender Stadtteil. Ja, und dann bin ich zum Landeskriminalamt gewechselt, war da Sachgebietsleiter Cybercrime. Ich bin jetzt im Jahr 2012, als ich diesen Wechsel gemacht habe von Cybercrime zu Clankriminalität. Eine Anmerkung noch, Clankriminalität durfte man damals nicht sagen, sondern es hieß Kriminalität der Malamie. Das war der offizielle Sprachbegriff damals. Und so habe ich dieses Themengebiet entgegengenommen. Und damals war ich dann der Experte des Landeskriminalamtes Niedersachsen für dieses neue, völlig neue Thema in Niedersachsen. Ja, Machalami. Die Machalami sind eine Volksgruppe, die stammen aus der türkischen Provinz Mardin. Muss man sich vorstellen, so in dem Dreieck zwischen dem Nordirak und Syrien. Ich sage jetzt nur mal der Miri-Clan, der Remo-Clan, der El-Sein-Clan, sind so drei gängige Begriffe, ohne auf die zu fokussieren zu wollen, das Ganze. Also ich wollte unbedingt in diese Provinz Mardin mit ARD-Investigativjournalisten. Ich war vor 2 Jahren mit einem ARD-Team drauf und dran, das mal selber kennenlernen zu dürfen. Das hat aber nicht ganz geklappt, weil wir in Urfa auf dem Weg in die Provinz Mardin, dort wo die meisten, deswegen ist das so interessant, die meisten der Großfamilien mit kriminellen Strukturen, die uns heute in Deutschland massive Probleme bereiten. Wir sind aber in Urfa von den türkischen Sicherheitskräften gestoppt worden. Wir durften dort nicht hin, weil die ein eigenes Interesse daran hatten, dass dort ein ARD-Fernsehteam dreht. Warum? Ja, das würde jetzt sozusagen den Rahmen sprengen. Es gibt Stimmen, die sagen, zum Beispiel der türkische Ministerpräsident Erdogan, das sei selber ein Clan. Eine Großfamilie mit zum Teil kriminellen Strukturen. Ich gehöre jetzt nicht zu denen, die das beweiskräftig behaupten können. Ich habe aber in der Türkei Menschen gefragt und die haben mir gesagt, ja, es gibt auch Erdogans aus der Familie. Diese Provinz Mardin ist die Gegend, die hat im Übrigen das Nationalitätenkennzeichen, die Türkei, die 47. Die steht für die Provinz Mardin und deswegen fahren so viele von diesen Machalami, kriminellen Akteuren, Autos mit der 47 im deutschen Autokennzeichen, weil sie sich als Zugehöriger zu diesem regional beschränkten Ort in der Türkei empfinden. Also die Provinz Mardin spielt immer wieder eine Rolle und die Volksgruppe der Machalami, eine spezielle Sorte Menschen. Warum durfte man nicht Clankriminalität sagen? Und das, was du gerade gesagt hast, das ist doch vollkommen einleuchtend. Also du gehst in die Herkunftsländer, befragst die Leute dort, wo es seit Hunderten von Jahren dieses Phänomen gibt und die sagen dir, das ist etwas vollkommen Normales, dass wir Clans haben, also Familienangehörige, in denen Kriminalität viel häufiger vorkommt. In Deutschland ist man ja immer so, nein, darf man nicht sagen, um Gottes Willen, ist ja so böse, weil da sind ja auch dann 90%, die haben den Nachnamen und die sind nicht kriminell. Es haben renommierte Wissenschaftler, beginnend ab dem Jahr 2002, Dr. Ghadban, ein Islamwissenschaftler, ein politisch aktiver Mensch, der den deutschen Staat quasi seit 2002, auch die Bundesregierung direkt aufgefordert hat, Deutschland muss handeln, sonst kommt es zu unvorstellbar schlimmen Situationen und unser Rechtsstaat erodiert. Ne? Also, und auch der Islamwissenschaftler Mahmoud Jaraba von der Universität Erlangen, eigentlich ein Gegner des Begriffs Clankriminalität, fordert jetzt, nachdem in Baden-Württemberg diese Auseinandersetzungen hier in Stuttgart waren, sag ich mal, bandenähnliche Strukturen, die Waffengewalt eingesetzt haben, die brutalste Straftaten begangen haben, die einiges an Intensivtätern, nicht falsch verstehen, produziert haben. Und produziert meine ich im negativen Sinne, weil man diese Strukturen zu lange hat agieren lassen hier in Baden-Württemberg. Und das Ganze dann eskaliert ist, bis der Staat sich tatsächlich genötigt war. Jetzt müssen wir konsequent handeln und das ist mal ein positives Beispiel. Mittlerweile hat das Land Baden-Württemberg hier reagiert und das muss ich auch mal lobend erwähnen. Dort hat die Justiz und die Polizei, die haben engmaschig zusammengearbeitet und dort, wo es dem Rechtsstaat möglich war, auch knallharte Urteile zu treffen, sind die auch gefällt worden, es sind auch Menschen abgeschoben worden. Das sind aus meiner Sicht zumindest erstmal im repressiven Bereich die richtigen Signale. Wir können heute, glaube ich, sagen, der Begriff Clankriminalität hat sich jetzt in den letzten 12, 13 Jahren etabliert. Er wird überall benutzt. Trotzdem gibt es noch
viele Menschen, die das Ganze als stigmatisierend, als rassistisch empfinden. Und ich gehöre nicht zu denen. Ich bin ein wirklicher Vertreter des Begriffs Clankriminalität, weil es ist nichts anderes aus meiner Sicht als eine Arbeitsbeschreibung der Polizei. Weil man hat ein neues Kriminalitätsphänomen und das muss man ja irgendwie beschreiben. Das unterscheidet sich von anderen Kriminalitätsfeldern. Zum Beispiel von Bandenkriminalität, zum Beispiel von organisierter Kriminalität, zum Beispiel von Jugendkriminalität. Was sind die Kernunterschiede? Also was sind einzigartige Charakteristika? Die Kernunterschiede sind so, dass die Familie, das sagt ja der Begriff, im Mittelpunkt des Handelns steht. Die Familie als Institution steht über dem Individuum. Und das ist ein Unterschied, in Deutschland insbesondere wichtig. Unser Grundgesetz in Deutschland ist auf das Individuum ausgerichtet, nicht auf die Familie oder einen Verbund von Menschen. Und sie stellen die Interessen, die Macht, die Potenz der Familie über individuelle Bedürfnisse. Das heißt, bei denen steht die Familie über allem. Und althergebrachte erlernte Muster aus den Herkunftsgebieten, ne? Also Gewohnheitsrecht, solche Dinge. Deswegen führt das auch zu, dass diese Clanstrukturen unser Rechtssystem ablehnen hier in Deutschland, unseren Rechtsstaat ablehnen. Und deswegen ist das auch schon schwierig mit der Integration bei denen, weil sie eben sich gar nicht verändern wollen. Sie wollen all das, was sie jetzt über 4, 5 Jahrzehnte in Deutschland hier mitgebracht haben, das wollen sie genauso beibehalten. Also sie wollen nicht die sozusagen in unserem Staat hier sozusagen sich integrieren. Deswegen leben sie auch noch heute noch nach wie vor abgeschottet. Das macht es aber schwierig, das zu beurteilen und dahinter die Kulissen zu schauen, mit wem haben wir es eigentlich zu tun. Aus meiner Sicht stimmt das eingeschränkt, das Ganze. Richtig ist, dass der libanesische Bürgerkrieg stattgefunden hat. Das, was hier mit einer Libanesenkriminalität zu tun haben, weil die meisten Menschen, die uns im kriminellen Bereich hier Sorgen und Ärger bereiten in Deutschland, sind gar keine Libanesen. 1975, 76 einzureisen. Sie haben gesagt, wir sind libanesische Bürgerkriegsflüchtlinge, haben ihre Papiere weggeworfen auf dem Fluchtweg. Und ich mache das jetzt mal an dem Beispiel Miri fest. 2500 Personen sind Anfang der 80er, um die 80er Jahre herum in Bremen angekommen, haben sich dort angemeldet. Die sind gefragt worden, wie heißt ihr denn? Wo kommt ihr her? Zeigt mal eure Papiere vor. Sie haben dort gesagt, wir haben keine Papiere und wir heißen Miri. Das war die Gründung, der Beginn des Miri-Clans in Deutschland. Fakt ist, den Namen Miri gibt es weder in den Herkunftsgebieten noch in Deutschland. Das ist kein Name. Was? Das ist so etwas wie eine Marke. Prada, Chanel. Die tatsächlichen Klarnamen der Miris, und das steht zu 100% nachgewiesen fest, sind Eke, das ist ein Name, und Kiremit, das ist der zweite Name. Und dann sind sie nach und nach auch als Miris anerkannt worden. In den 90er Jahren gab es dann etwas Mitarbeiter der Ausländerbehörden aus Niedersachsen, aus Bremen und Berlin. Die haben Zugang bekommen zu den Gemeinden, Hane nennt man die in der Türkei. Das sind die Gemeinden, dort wo unter anderem auch die Miris herkamen, hat einen Schlüssel rausgefunden, wie man die Herkunft dieser Menschen nachweisen kann und hat zu 100% nachgewiesen, dass die Herkunftsnamen Eke und Kiremit sind für den Miri-Clan. Heute können wir das nicht mehr, weil die meisten Kinder, dritte, vierte Generation dieser Familien sind mittlerweile deutsche Staatsangehörige. Und deswegen greift das Mittel der Abschiebung da überhaupt nicht. Politik ist ja immer auch das Generieren von Wählerstimmen. Und wenn ich so einen Begriff wie Clankriminalität ganz ungefiltert, unkontrolliert benutze, dann bedeutet das ja immer, ich setze mich der Gefahr aus, Rassismus stigmatisierend sozusagen dann bestimmte Gruppen zu beleuchten. Und eins steht hundertprozentig fest, nicht ein ganzer Clan ist kriminell. Vielleicht sogar die wenigsten Menschen. Aber es gibt bestimmte Großfamilien mit kriminellen Strukturen. Da gibt es mehrere Menschen, die Kriminalität für sich als Erfolgsmodell belegt haben. Und es gibt nochmal herausragend kriminelle Intensivtäter. Ich mache mich jetzt gerade mal vielleicht auch ein bisschen angreifbar. Ne? Man hat ja als ehemaliger Polizist Verschwiegenheitspflichten. Ich kann noch 100 Jahre alt werden, also insgesamt 100 Jahre alt werden. Ich stehe immer mit einem Bein beamtenrechtlich oder strafrechtlich, wenn ich so Geheimnisse verrate. Aber ich verrate jetzt einfach mal was, ich bin jetzt mal mutig. Ich habe ja 2012, 2013 mit diesem Thema Clankriminalität angefangen. Und mir war sehr schnell klar, dass in Niedersachsen viel mehr Menschen dieser Kategorie Großfamilien mit kriminellen Strukturen zuzurechnen sind,
als offiziell politisch immer zugegeben wurde. Straftaten in Niedersachsen in den Jahren 2013 bis 2016. Der Hamelner Fenstersturz gehört dazu, der Saarstädter Ampelmord gehört dazu, die Schießerei von Salzgitter oder die Schießerei in der Stadt der Roten Rosen in Lüneburg. Alles herausragende Dinge, die die Öffentlichkeit massiv beschäftigt hat. Und nach jedem dieser Vorfälle war die Frage an das Landeskriminalamt gerichtet: Wie viele dieser kriminellen Familien habt ihr denn in Niedersachsen? Und jetzt kommt's. Es gab eine politische Vorgabe in Niedersachsen damals, die gesagt haben, wir sagen immer, es gibt ungefähr 2000 Personen und ungefähr 2 Dutzend Familien, die diesem Spektrum zuzurechnen sind. Die Realität, und das wussten wir als Sachbearbeiter damals schon, 2018 hatten wir 120 Familien rausgearbeitet, die diesem Spektrum, nur in Niedersachsen, ich spreche jetzt nur in Niedersachsen, ist massiv unterschätzt worden, aber es gab politische Hemmnisse. Und das deckt sich ja auch mit dieser Begrifflichkeit Clankriminalität zu sagen. Ich bin da ganz bei dir. Ich bin der Erste, der fordern würde, wir müssen das Problem klar erkennen und klar aussprechen. Also, erster Punkt, die Zahlen mussten wir, das war eine standardisierte Antwort an die Presse. Es gibt 2000 und ungefähr 12 bis 15 Familien in Niedersachsen. Ich habe den Baukasten noch, das in Vorträgen zeige ich den immer. Das war vorgegeben, obwohl ich als Bearbeiter, als der fachlich Verantwortliche wusste, es gibt mindestens an die 100 Familien. Die oberste Landesbehörde, das Ministerium, ist dann weisungsbefugt und die geben das quasi vor. Warte mal kurz, also nur, dass ich das richtig verstehe. Ja. Das Ministerium sagt dir als Polizist in deinem Vortrag. Das sagt nicht mir als direkten Polizist, sondern das ist die obere Landesbehörde und das weist dann dem Landeskriminalamt an. Auf solche Fragen wird wie folgt geantwortet. Also wenn du gerade darüber sprichst, das zu verarbeiten. Also was hat dich am stärksten getroffen? Ja, ich hatte den Auftrag, ich habe ja begonnen, habe ich 2012, 2013, also bis es dann so ein bisschen ins Laufen kam, war es 2013. Und da hatte ich neben der Aufklärungsarbeit, was ist eigentlich in Anführungsstrichen Kriminalität der Malamie in Niedersachsen, welches Ausmaß hat es eigentlich erreicht? Das war mein eigentlicher Kernauftrag. Aber ohne es in Berichtsform dann niederzuschreiben. Ich sollte es nur intern meinen direkten Dienstvorgesetzten berichten. Das ist das, was ich eingangs meinte mit schön die Füße stillhalten, Thomas. Ne? Also nichts machen. Ne? Nur quasi beobachten. Und am meisten hat mich mitgenommen, ich hatte noch einen Zusatzauftrag, nämlich zu gucken, wie viele Opfer von Kriminalität der Malamie, Klammer auf, Clankriminalität, gibt es schon bis 2012. Wie viele Opfer haben wir da schon? Und da habe ich, und das ist eine Zahl aus dem Jahr 2013, an Opfern schon über 150 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, keine getöteten Kolleginnen und Kollegen, aber Schwerverletzte oder Kolleginnen oder Kollegen, die mit solchen Themen in Berührung gekommen sind und von denen einige auch damals schon aus dem Dienst freiwillig ausgeschieden sind, weil sie diesen psychischen Belastungen nicht mehr standgehalten haben. Und diesen Auswertekomplex, also was ich da alles in Interviews, ich habe mit denen Interviews geführt, sofern sie das dann wollten. Und parallel habe ich noch 4 Mitarbeiter aus der niedersächsischen Justiz, die ebenfalls Opfer von diesen Clanstrukturen geworden sind, interviewt und die betreut. Und dieser Komplex, diese Opfererfahrungen, die belasten mich bis heute am meisten. Ich selber bin da innerlich ruhiger. Du bist schon 10-mal gestorben, innerlich wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Aber manches Mal ist es tatsächlich so, insofern kann ich das auch gut nachvollziehen. Ich wache manchmal nachts auf und dann habe ich so einzelne Sequenzen, man sagt ja Déjà-vu oder sowas dazu dann, ne? Also im Unterbewusstsein habe ich so manche Situationen, wo das dann auch bei mir ganz durchkommt oder ich wache dann auch manchmal auf, häufiger in letzter Zeit nachts um 2 und dann gehen mir so ganze Sequenzen aus dieser ehemaligen Arbeit oder Dingen, die ich jetzt erlebe, so durch den Kopf. Insofern geht es auch nicht so spurlos an mir vorbei. Also ich bin nicht für Gewalt, ich bin nicht gegen Ausländer, ich bin einfach gegen Kriminalität und ich bin dagegen, dass man die ganze Zeit irgendwelche Gründe sucht, diese Debatte weiterhin zu intellektualisieren und so zu tun, als wäre das irgendeine wissenschaftliche Debatte. Leute, keiner hat Bock, wenn euch, eurer Familie oder irgendjemandem von uns Angst hat, in den öffentlichen Raum zu gehen, sich unwohl fühlt, nicht angegriffen werden will, nicht Opfer sein will von Straftaten, dann müssen wir alles, was wir haben, zusammentun und wir können uns in allen anderen Sachen vielleicht uneinig sein, aber ich glaube, im menschlichen Kern sind wir uns doch alle einig, dass wir darauf keinen Bock haben. Und dagegen müssen wir uns kollektiv zur Wehr setzen. Nicht gegen, mir ist es scheißegal, ob das der oder der ist, gegen Kriminalität. Ja.
harte Urteile, eine starke Polizei und politischer Willen. Wirklich, das macht mich krank. Mich macht das wirklich krank.